Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zu Pete's Meat Kocht, dem Lifestyle-Format hier auf YouTube. Noch nicht mit Frau Eieruhr, die kommt aber noch gleich hinzu, denn ich als guter Hausmann versorge meine hart arbeitende Frau auch gerne mal mit was zu essen. Und ich bin der Meinung, heute kann gar nicht so viel schief gehen. Wir kochen heute Muttermilch, das geht einfach, schnell und ist sehr nahrhaft. Fertig. Zu Ehren von Onkel Roger machen wir Egg Fried Rice. Und für die, die es nicht wissen, Onkel Roger ist ein britischer Comedian, der aber ursprünglich, glaube ich, aus China kommt. Zumindest behauptet er das von sich selber. Und sehr bekannt geworden ist auf YouTube, indem er verschiedene Varianten beurteilt, wie man Egg Fried Rice, also eigentlich gebratenen Reis mit Eiern, zubereiten sollte. Er hat da ganz bestimmte Vorstellungen. Drain it. What's she doing? You killing me, woman! Hiya! Dafür haben wir ein extra englisches Rezept rausgesucht, was halt so typisch Fried Rice ist, ne? Und dafür brauchen wir Karotten, Butter, 2 Eiern, Erbsen, die sind noch im Tiefkühlfach, Zwiebel, 3 Zehen Knoblauch, das finde ich krass, Reis, da habe ich mir heute mal richtig guten Uncle Ben's Reis gegönnt, wehe, das schmeckt nicht geil, 3 grüne Onions, das sind glaube ich Lauchzwiebeln, Sojasauce, Bisschen Pak Choi, Radieschen. optional kann man da Austernsoße zu nehmen oder Oystersoße, und es gibt halt ganz viele Varianten, ja, the sky's the limit when it comes to homemade fried rice variations. Und Jonathan hat sich gedacht, er bestellt mal wieder bei Kreuzers, unserem Partner Kreuzers, ein leckeres Rumpsteak, was ich hier schon mal vorbereitet habe. Bei Kreuzers könnt ihr mit dem Promocode Pete'sMeat euch Kreuzers Prime besorgen und da leckere Fleischzutaten für euer Wohlsein gönnen. Und ich habe, weil in dem Rezept ist noch mit drin steht, auch noch Chicken mit dabei. Bio-Hähnchenbrust. Die Frau an der Theke meinte sogar noch, wollen Sie das wirklich kaufen? Das ist extrem teuer. Hühnchenbrust, die ich schon ein bisschen platt geklopft habe, damit sie gleich breit ist. Ich werde sie nämlich gleich in meiner gusseisernen Pfanne braten. Ja, ob man das so richtig macht. Ist das scharf als vorher? Ist komplett stumpf. Sehr gut. How to make fried rice. To make this homemade fried rice recipe, simply scramble your eggs. Scrambled Eggs ist Rührei. Das bedeutet, ich mache da jetzt erstmal Rührei raus. Kümmern wir uns um das Hühnchen. Dafür nehme ich einfach so eine Gewürzmischung, mein Osnabrück. Das ist wohl ein Gericht, was sehr gerne auch in asiatischen Restaurants und Schnellimbissen bestellt wird. Hat aber historisch eher so dieses, wir benutzen Reste von gestern. Wie gelehrt wurde. Chicken wird nicht geschnitten. Ich habe leider keine Wokpfanne. Das Onkel Roger wird mich dafür schon definitiv hassen. Aber ich habe dafür diese unfassbar geile Kochschürze, die käuflich zu erwerben ist. Aber das wird euch bestimmt Frau Eieruhr wieder erzählen, wo es das gibt. www.pizmeat.de/shop. Ich habe so ein Reistrauma, denn als Kind musste ich aufgrund meiner Allergie 2 Wochen lang ins Krankenhaus und habe 2 Wochen lang nur Reis bekommen. Kann man sich vorstellen, wie schön das ist. Seitdem mag ich nicht mehr so gerne Reis, aber es hat sich in den letzten Jahren dann auch wieder gebessert. Ja, ja. Mhm. Ja. Was essen wir? Wir essen heute Fried Rice. Fried Eis. Mit meiner Challenge, die ich mir gerade spontan aufgelegt habe, ohne Google-Übersetzer ein englisches Rezept zu kochen. Ach du Scheiße. Persönlich habe ich, glaube ich, noch nie Pak Choi zubereitet. Ich weiß nicht, ob die unteren zum Essen geeignet sind. Scheiße. So, dann haben wir noch Radieschen. Mache ich auch nicht so häufig, aber das ist jetzt in dem Fall tatsächlich Rest. Was ist mit dem Knoblauch los? Jetzt nehme ich gleich doch nochmal einen dazu, so viel wie wir. Alter! Oh no! Uah. Wachs! Scheiße. Dieser Boden, ey. Schnell rühren. Wieso raspel ich das eigentlich? Mann, ich hätte das auch in Streifen schneiden können. Aber irgendwie fand ich Raspeln cooler heute. Bereue meine Entscheidung. And add the chilled rice. Chilled Rice ist doch abgekühlter Reis. Hä? Das heißt, die gehen schon davon aus, dass der gekocht ist? Moment, steht das da unten drin? 4 Cups cooked and chilled rice. Oh, scheiße. Das ist ja mal ein Witz, ey.
Verarschen die einen hier volle Kanne. Naja, stand schon da drin. Ja, als ob ich da unten das lese, dass der schon gekocht ist. Der kommt frisch aus dem Kühlschrank, so wie es auch die Rezepte sagen. Der geht auch sofort wieder in den Kühlschrank, bis ich den brauche. Bob. So, Reis kommt rein. 3. Wir sehen uns in 20 Minuten wahrscheinlich. Und, genau, Zwiebeln rein noch schnell. Easy. So, und dafür return your salt upon to the heat, carrots until soft cooked. Der hat noch 2 Säcke Reis, Kochbeutelreis. Seid ihr eher so die Kochbeutel-User oder seid ihr eher so die, wir schmeißen alles in den Topf-User und dann fischen wir das wieder raus oder sowas? Ich finde das mit dem Kochbeutel echt praktisch. Packet Rice. Erbsen. Ich dachte, ich hätte noch Erbsen. Habe ich aber nicht. Und ich hatte aber noch eine Paprika. Die wollte ich sowieso da reinmachen, aber meine Ausrede ist jetzt, dass ich die Paprika statt der Erbsen nehme, damit ich überhaupt eine Ausrede habe, weil sonst habe ich einfach nur dumm die Erbsen vergessen. Pilze kann man schon mit Wasser behandeln, wenn man sie danach nicht zu lange einfach in diesem Wasser eingelegt lässt, sage ich jetzt mal. So viele sagen, man darf nur putzen, das ist so nicht richtig. Mit Wasser ist kein Problem. Wie viele von den Bohnen, von den Erbsen kommen denn da rein? Oh cool, die hätte ich mal wieder verschließen können. Das ist ja nice von mir. Das habe ich nie geglaubt. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das? Riecht gut. Wie kann man nur schon jetzt Lebkuchenzeug fressen? Schmecken vor allem Lebkuchen schmeckt doch echt eklig. Was sagt ihr dazu? Ja, bah. Wir machen gleich erst das Rührei im Wok, packen das Rührei dann wieder zur Seite, um das nachher wieder unterzumischen. Ich habe ja leider nur einen ganz normalen Herd und keinen Gasherd, was so eine Woknutzung so ein bisschen ad absurdum führt, ehrlich gesagt, weil die Hitze ja leider nicht unterm Wok bleibt, wenn ich ihn anhebe. Guck mal, ist das eine vernünftige Größe? Wieso? Oh, bist du schwanger? Wer weiß. Oha, mach mir keine Angst. Da kriege ich direkt böse Blicke zurück. Ich verstehe gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, ob ich zu viel Reis mache. Du machst eigentlich immer viel von allem. Ja, kann ja noch mittags davon was essen. Ich habe gerade einen Joghurt gegessen, der abgelaufen war. Vom 13. Juni. What? Das ist der, den du überlegen musstest. Siehst mal. So, Joghurtprodukte halten sich auch 3 Monate länger noch. Willst du mich verarschen? Keine Verarschung, 3,5 Monate abgelaufen, schmeckt der 1A. Da fragst du mich auch noch, ob der normal riecht. Ja, wenn ich da so Tricks kriege, ja, auch tatsächlich relativ normal. Was soll auch passiert sein? Hast du schon Mickels Buch durchgelesen? Nein, aber ich habe heute erst das eine Buch beendet. Wie soll ich denn jetzt schon Mickels Buch durchgelesen haben? Ah ja, stimmt, wir machen morgen direkt die zweite Fuhre. Na ja, stimmt, okay. Hast du es immer noch nicht durchgelesen? Geht ja gar nicht. So, da kommt jetzt nochmal so eine Small Pat of Butter rein. Auf die Seite. Und da kommt dann der Reis rein. Dann stir. Was heißt stir? Rühren. Gebratenen Reis macht man natürlich stilecht in einem Wok. Wo ist denn der Wok? Hier, du hast ja damit schon mal gekocht, ne? Jetzt will ich auch mal damit kochen. So. Bams. Richtig männlich. Wir werden mal hier, da waren beim Sommerhaus der Stars sind 2 YouTuber-Pärchen. Wollen wir da nicht auch mal rein? Ja, warum nicht? Können wir 50.000 Euro gewinnen. Zack. Okay, warum zur Hölle ist hier so ein Vieh? Warum ist das im Essen? Wie heißt es? Keine Ahnung. Du kannst doch hier noch einen Boden werfen. Ja, ich werde es kaputt machen, Alter. Das sieht aus wie eine kleine Mini-Kakerlake. Und wo kommt die her? Hier raus. Bäh. So, könnte heiß genug sein. Und unser Gemüse rein in den Spaß. Und ein bisschen Austernsoße. Ach scheiße, den Schnittlauch. Und die Zwiebeln. Ach, warum bin ich so dumm? So, für den Schnittlauch müssen wir natürlich auch... Zwiebeln! Mann! Was? Das ist kein Schnittlauch. Wieso sage ich denn immer Schnittlauch? Wie viele Erbsen willst du? Können wir die alle einfach reinmachen? Das ist kein Erbsenfreund. Das ist natürlich belastend, wenn da Erbsen rein sollen. Aber jetzt habe ich das Rezept verstanden. Das ist gar nicht, das ist halt wirklich nicht kompliziert. Das ist halt super einfach. Ich hoffe, das schmeckt lecker. Und gucken wir mal hier, was unser dickstes Stück zu sagen hat. Na, perfekt. Das heißt, ihr kommt jetzt raus, könnt euch erstmal ein bisschen ausruhen von dem Stress.
War ja schon sehr stressig. Da kommt jetzt der Reis rein. Ab da. Kann ich schon probieren? Schmeckt's denn eigentlich? Boah. Der Reis ist noch nicht doll. Wir haben noch Sojasauce Garlic Butter. Die werden wir hier gleich mal mit reinkochen. Ah, ich krieg jetzt schon Wasser im Mund. Also ich habe immer Wasser im Mund, aber noch mehr als sonst. Komm, geh raus da. Hier muss ich jetzt halt gucken, wie ich das hinkriege. Ich mache das immer mit Gefühl tatsächlich. Ist wahrscheinlich nicht so smart. Der Reis ist optimal geworden, so wie immer. Schön pappig. So, den jetzt so gut untermengen, dass halt überall alles quasi ist. Unser Vorbild Onkel Roger ist ja ein großer Fan von Glutamat. Das machen wir hier mal nicht. Jetzt packen wir da ein bisschen Ei zurück rein. Komplett ausgetrocknet quasi, gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass das so nichts wird. Ja. Immer funktioniert nicht. Ich habe einen Schluck Wasser. Alter, wir können mal keinen Reis essen. Ich muss irgendwas Elementares falsch gemacht haben. Und natürlich die Creme de la Creme, Sesamöl. Nichtsdestotrotz werde ich mal kurz gucken, dass ich noch ein bisschen quasi Butter nachschieße. Hoffen wir, dass das noch was wird. Also, wie sieht es aus mit dem Reis? Kann man den mittlerweile essen? Okay, nicht schlecht. Okay, dann ist tatsächlich mein Problem anhand der Skalierung die Butter, die ich nicht mitskaliert habe richtig. Okay, ich verstehe. Also wir haben uns definitiv bei der Menge vertan. Das heißt, gibt für die nächsten Tage definitiv, hoffentlich schmeckt das einigermaßen, Egg Fried Rice. Dann servieren wir und wir sehen uns sofort wieder. Willst du da essen oder hier? Ach, vom Fernseher. Bei Love Island. Nein. Es ist noch gut Englisch, aber auf Englisch mag ich das gerne. Wenn das mal nicht ein verdammt geiles Essen ist, weiß ich auch nicht. Hallo? Das ist mein Essen. Könnte man jetzt auch super mit den Stäbchen essen. Da ich aber keine habe, mache ich das heute nicht, weil guck mal, wie toll das alles aneinander bobbt. Egg Fried Rice à la Peda mit Champignons, Pak Choi, Hühnchen, altem Reis, Radieschen, Ei. Onkel Roger wäre wahrscheinlich nicht stolz auf mich, weil ich wahrscheinlich viel falsch gemacht habe. Das schmeckt tatsächlich sehr lecker. Lecker. Schmeckt mir sehr gut. Wie Fried Rice ich mir vorstellen würde. Jetzt natürlich immer ein Stück Fleisch. Das schmeckt richtig gut. Und die Hähnchendinger, die sind aber Highlight dann. Also wenn du da so ein Hähnchenstück dabei hast, das ist direkt geil. Ein bisschen trockener geworden, als ich es gewollt habe. Das Hühnchen hat so eine richtig geile Kruste. Ich habe dir deine Sachen kleiner geschnitten als meine. Warum? Ja, weil du Keine Zähne. nicht so gut essen kannst. Ich hoffe, das kommt nah genug ran, ans Original. Und der Reis ist, glaube ich, einfach zu viel in Relation zum Gemüse. Aber ich finde es irgendwie geil. Ich würde dem Ganzen eine 7,5 von 10 geben. Krasse Fleischqualität, dass ich das mit meinen Künsten nicht versaut habe. Insgesamt mit dem Essen, mit dem Steak, eine 9 von 10. Ohne Steak eine 7,5 von 10. Ist ganz lecker. Was sagst du? 6. 6 von 10, immerhin. Geschmacklich würde ich dem eine 7 von 10 Seppiös geben. 5? Also schmeckt gut, aber es ist halt auch nicht der Knaller. Also 7 finde ich schon ganz schön viel. Okay, wir einigen uns auf 6. 6,5. Fucking awesome. Also wirklich eines der besten Rezepte, die wir bisher hier gemacht haben. Ich gebe eine 9,5 von 10. Anni, was würdest du geben? 8,5. Immerhin. Also ich finde es richtig, richtig geil. Da fällt mir nur ein Hi-Ja. Das war dann auch wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen. Falls ihr nachkocht, guten Hunger. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem geilen weiteren Rezept. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Love.